Hallo liebe Freunde, heute habe ich ein neues tolles Rezept für euch. Nur aus Kartoffeln, Zucchini und ein paar Eiern wird ein Gericht, von dem ihr nicht genug bekommen könnt. Und während ich beginne, unterstützt bitte meinen Kanal, abonniert ihn und schreibt mir in die Kommentare, aus welchem Land ihr zuschaut. Das interessiert mich wirklich sehr. Ich gebe eine Prise Salz und etwas schwarzen Pfeffer dazu. Jetzt rühre ich die Eier einfach um, bis alles gleichmäßig ist. Ganz entspannt, ohne Eile. Ich nehme eine große Kartoffel und reibe sie auf der Reibe. Die Kartoffel ist die Grundlage. Sie macht die Deruni sättigend und gibt ihnen die richtige Form. Eine interessante Tatsache. Die Kartoffel kam im 16. Jahrhundert nach Europa und galt zuerst als Zierpflanze, nicht als Lebensmittel. Heute kann man sich die Küche ohne sie kaum noch vorstellen. Gerade weil Kartoffeln einfache Gerichte zu echten Familienklassikern machen. Ich gieße kaltes Wasser über die geriebene Kartoffel und rühre um. Das macht man, damit die überschüssige Stärke herauskommt. Wenn es zu viel Stärke gibt, werden die Deruni klebrig und schwer. Aber wenn man die Kartoffel wäscht, werden sie knusprig und leicht. Diesen Trick nutzen sogar Köche in Restaurants, damit Kartoffelgerichte luftiger werden. Das Wasser wird schnell trüb. Ein Zeichen, dass die Stärke herauskommt. Jetzt gieße ich die Flüssigkeit ab und die Kartoffel ist bereit für den nächsten Schritt. Ich nehme eine mittelgroße Zucchini und reibe sie auf der Reibe. Die Zucchini macht das Gericht zarter und saftiger, sie bringt Leichtigkeit und Frische. Dieses Gemüse besteht fast nur aus Wasser, deshalb hat es wenig Kalorien, aber viele gesunde Inhaltsstoffe. Besonders im Sommer sind Zucchini perfekt. Sie geben jedem Gericht einen milden Geschmack und ein frisches Aroma. Jetzt nehme ich eine halbe rote Paprika und schneide sie in kleine Würfel. Die Paprika bringt Süße, Aroma und macht das Gericht bunt und appetitlich. Rote Paprika enthält viel Vitamin C, sogar mehr als eine Zitrone, und sie passt perfekt zu Kartoffeln und Zucchini und hebt ihren Geschmack hervor. Jetzt mische ich alles zusammen. Kartoffeln, Zucchini, Eier und die rote Paprika. Jetzt reibe ich 100 Gramm Käse. Der Käse macht die Deruni noch zarter und gibt ihnen einen intensiven Geschmack. Wenn er beim Braten schmilzt, entsteht dieses köstliche Aroma, das man mit nichts verwechseln kann. Den Käse gebe ich direkt zur Gemüsemischung. Er macht sie dichter und aromatischer und beim Braten hält alles gut zusammen. Jetzt füge ich 3 Esslöffel Mehl hinzu. Das verbindet die Zutaten und sorgt dafür, dass die Deruni in der Pfanne ihre Form behalten. Freunde, wenn euch solche einfachen Rezepte gefallen, unterstützt meinen Kanal, abonniert ihn und schreibt einen Kommentar. Das ist für mich wirklich wichtig und eine große Freude. Ich erhitze die Pfanne und gieße etwas Öl hinein. Das Öl muss gut heiß sein. Dann werden die Deruni goldbraun und knusprig. Jetzt gebe ich die Gemüsemischung vorsichtig mit einem Löffel hinein und forme kleine Fladen. Am besten macht man sie gleich groß. So braten sie gleichmäßig. In der Pfanne beginnt es schon herrlich zu duften. Jetzt wende ich die Deruni auf die andere Seite. Schaut mal, wie goldbraun und appetitlich sie schon sind. Der Duft ist so stark, dass die Nachbarn gleich anklopfen könnten und fragen: Was kochst du da? Die knusprige Kruste ist doch immer das Beste. Wusstet ihr, dass das Braten in der Pfanne eine der ältesten Kochtechniken ist? Archäologen haben Pfannen gefunden, die über 3000 Jahre alt sind, und auch damals hat man darin Fladen zubereitet. Ein spannender Fakt: Beim Braten entsteht die Maillard-Reaktion. Sie sorgt für die goldene Kruste und das intensive Aroma. Und interessant ist, dass es in vielen Ländern ihre eigenen Deruni gibt. In der Schweiz Rösti, in der jüdischen Küche Latkes und in Indien ähnliche Fladen mit Gewürzen. Eigentlich nur eine einfache Kartoffel und doch ein weltweites Familienrezept. Wusstet ihr übrigens, dass man Kartoffeln früher sogar als Medizin benutzt hat? Manche haben die Knollen gegen Kopfschmerzen auf die Stirn gelegt. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht. Aber Essen wirkt auf jeden Fall besser. Und hier ist das fertige Gericht. Schaut, wie schön sie geworden sind. Freunde, ich freue mich immer, euch auf meinem Kanal zu sehen. Ich wünsche euch viel Glück, guten Appetit und bis bald.